Du bist ja immer noch nicht angezogen. Es ist 6:15. Ich weiß, wie spät es ist. Ich kann die Uhr nämlich schon. In einer Dreiviertelstunde beginnt die Schule. Mir egal. Ich gehe sowieso nicht hin. Bist du krank? Nein, aber Schule ist für mich gestorben. Bitte? Du packst jetzt deine Sachen und machst dich auf den Weg. Ich denk nicht dran. Und wie willst du deine Mathe besser werden? Mathe interessiert mich nicht. Ist sowieso nichts für Frauen, das ganze Zahlenzeug. Wie soll man als Frau gut in Mathe sein, wenn einem Männer immer sagen, das wären 20 Zentimeter? Lisa, verdammt, du tust jetzt sofort, was ich dir sage. Und wenn nicht, was machst du dann? Mich an den Haaren in die Schule schleifen? Wie kommst du nur auf diese altklugen Sprüche? Weil es mich ankotzt, wenn du mich wie ein kleines Kind behandelst. Ich habe dir alle Freiheiten gelassen. Die einzige Voraussetzung war, dass du die Versetzung schaffst. Die hätte ich ja auch geschafft, wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte. Warum hast du nicht früher damit angefangen? Du hast lange genug gewusst, dass diese Mathearbeit ansteht und was von ihr abhängt. Es war einfach zu viel Stoff. Lisa, hör auf, ständig anderen die Schuld zu geben. Okay, aber die Schule kannst du vergessen, endgültig. Mit der Nummer kommst du bei mir nicht durch. Du machst die Schule zu Ende, und zwar bis zum Abitur. Ich brauche dieses blöde Abitur nicht. Natürlich brauchst du das. Sonst bekommst du später nie einen guten Job. Du hast doch nur Angst, dass ich mal in demselben Scheißjob lande wie du. Aber soll ich dir was sagen? Zum Taxifahren reicht's bei mir immer. Hi. Hi. Du warst beim Volleyball? Boah, der Trainer hat uns so getrieben. 2 Stunden volles Programm. Boah, ich bin so fertig. Du siehst aber auch ganz schön fertig aus. Wenn deine Komplimente so bleiben, dann bekommst du nie eine Frau. Hast du Krach mit Lisa? Sie wollte nicht zur Schule. Dann haben wir uns in die Wolle gekriegt und dann ist sie Hals über Kopf aus dem Haus gestürmt. Ohne zu sagen, wohin. Einfach so. Ja, Das kann aber nicht sein. ich habe ihr eine runtergehauen. Du hast was? Weißt du noch, wie du damals abgegangen bist, als Alex mir eine scheuern wollte? Was hätte ich denn machen sollen? Sie hat mich provoziert. Und dann gab ein Wort das andere. Und Oh Mann. was soll ich denn jetzt machen? Ganz einfach, du rufst sie an und sagst, dass es dir leid tut. Ich weiß doch gar nicht, wo sie ist. Ja, dafür gibt's Handys. Das ist abgeschaltet. Und die Mailbox ist auch nicht an. Ja, dann rufen wir eben ihre Freundin an. Herr Paul. Danke. Ach, Quatsch. Hallo. Hallo. Kommt doch rein. Wir suchen Lisa. Deswegen kommt ihr extra her? Aber ihren Freundin ist sie nicht. Wir haben alle abtelefoniert. Was ist mit ihrem Handy? Da geht sie nicht ran und hier ist ja dauernd besetzt. Sorry, war wichtig. Hast du sie gesehen? Seit ein paar Tagen nicht mehr. Ist denn was passiert? Naja, nur der übliche Familienknatsch. Nichts Ernstes. Das würde mich auch wundern. Ich habe Lisa vorhin gesehen. Glaube ich zumindest. Wo? Im Einkaufszentrum. Ich konnte sie vor lauter Einkaufstüten gar nicht erkennen, aber sie schien richtig gut drauf zu sein. Naja, Lisa wäre ja nicht die erste Frau, die im Frust mit Shoppen bekämpft. Hoffentlich hast du recht. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Ja. Oh, danke. Das Einkaufszentrum war leider Fehlanzeige. Es gibt noch 1000 andere Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist sie einfach im Kino oder im Schwimmbad. Hey, könnte das nicht Lisa sein? Lisa!
Lisa hängt irgendwo ab. Spätestens heute Abend ist sie wieder zu Hause. Und wenn nicht? Dann kommt sie morgen. Und wenn ihr was zugestoßen ist? Zugestoßen. Lisa ist 16. Sie kann auf sich allein aufpassen. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung sie war. Sie war völlig von der Rolle. Trotzdem, Lisa ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß, dass Lisa auf sich aufpassen kann, aber... wenn sie sich was angetan hat, dann bin ich schuld. Ich ganz allein. Jetzt mach dir doch nicht so viele Sorgen. Lisa ist garantiert mit einer Freundin unterwegs. Ja, aber wo? Wir haben doch schon überall gesucht und ihre Freunde habe ich auch alle angerufen. Da fällt dir noch jemand ein? Aber das muss doch nichts heißen. Paul, ich habe ja eine runtergehauen. Sowas ist mir noch nie passiert. Konnte ich nur so ausrasten. Das war mit Sicherheit nicht okay. Aber du weißt auch, wie Lisa ist. Genauso schnell, wie sie sich aufregt, regt sie sich auch wieder ab. Wetten, sie sitzt irgendwo und schaufelt einen riesen Eisbecher in sich hinein und lästert über ihre fiese Familie. Aber sie kann sich doch denken, dass wir uns Sorgen machen. Vielleicht will sie uns einfach noch zappeln lassen. Ich weiß nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr irgendwas Schlimmes zugestoßen ist. Jetzt sieh doch nicht alles so schwarz. Wahrscheinlich ist sie längst wieder zu Hause. Ja. Du hast bestimmt recht. Ach, ihr Turteltäubchen, dann will ich eurer Zweisamkeit auch gar nicht im Wege stehen. Ich lasse euch die Karten bringen. Danke. Was für ein schöner Tag. Oh, Graf Lahnstein. Hallo, Frau Brandner. Herr Brandner. Hoffentlich sind Sie nicht auf der Suche nach meiner Frau, weil es irgendetwas Unaufschiebbares zu erledigen gibt. Herr Brandner, ich würde es niemals wagen, meiner wichtigsten Mitarbeiterin im Schneiders aufzulauern und sie dann auch noch mit Arbeit zu behelligen. Sieht so aus, als hättest du den perfekten Chef. Ja, das sehe ich genauso. Ach was, ich bin froh, dass ich Sie gewinnen konnte. Entschuldigung. Ja? Ja, was gibt's? Nein, es tut mir leid. Ich habe sie heute auch noch nicht gesehen. Jetzt mach dich nicht verrückt. Ja, wir sagen dir sofort Bescheid, wenn sie sich bei uns meldet. Ja, bis später. Tschüss. Das war Susanne. Lisa ist verschwunden. Nein, nicht schon wieder. Susanne hat Lisa versprochen, dass sie zu Konstantin nach Boston darf, wenn sie die Versetzung schafft. Lass mich raten, sie hat mit Susanne gestritten, weil sie nun nicht fliegen darf. So sieht es aus, ja. Jetzt macht sie sich natürlich Sorgen. Wahrscheinlich sitzt sie bei irgendeiner Freundin und heult sich die Augen aus. In diesem Alter glauben sie doch alle, die ganze Welt müsse sich nur um sie drehen. Ich fühle mich nicht ganz unschuldig an Lisas Liebeskummer. Immerhin war ich es, der Konstantin nach Amerika verbannt hat. Sie werden ihre Gründe haben. Ja, das Zerwürfnis mit Ansgar. Aber ich wollte den Jungen einfach nicht zwischen den Fronten haben. Ich hoffe sehr, dass ich ihn sehr bald wieder zurückholen kann. Also die beiden werden überglücklich. Inzwischen müssen wir Lisas Launen ertragen. Ja. Gemeinsam stehen wir es durch. Danke. Lisa? Bis jetzt ist sie nicht aufgetaucht. Was hat die Polizei gesagt? Polizei. Die haben nur die Personalien aufgenommen. Eine Fahndung geben sie erst nach 24 Stunden raus, wenn Lisa bis dahin noch nicht aufgetaucht ist. Dachte ich mir. Du findest sicher, ich reagiere über. Nein, ich verstehe dich schon. Aber wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ihr alles passieren kann, wenn sie heute Nacht irgendwo da draußen herumirrt. Nein, ich glaube nicht, dass sie über Nacht wegbleibt. Und wenn doch? Wenn überhaupt, versucht sie sicher irgendwie zu Konstantin zu kommen. Wie denn? Sie hat kein Geld und ihr Pass ist auch hier. Genau, deswegen bin ich mir sicher, dass sie spätestens bis zum Abendbrot wieder hier ist. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Sie war so verzweifelt. Du glaubst doch nicht, Lisa könnte sich was antun? Ich will gar nicht dran denken.
Susanne hat alles kaputt gemacht. Sie hat mein Leben zerstört. Ach, Susanne. Die ist immer noch nicht da. Ich weiß. Paul hat mir Bescheid gesagt. Ich habe solche Angst. Du hast eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Polizei wird Ach, in die jedem... Polizei. Die hat mich doch gar nicht ernst genommen. Lisa ist ja schon mal abgehauen und jetzt denken die bestimmt... Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss Carla anrufen. Was denn? Jetzt in Paris. Von dort aus kann sie dir nicht helfen. Ich hätte einfach gerne, dass sie mich in den Arm nimmt und festhält. Was das betrifft, sitze ich etwas näher. Also das Mädchen kann was erleben, wenn es zurückkommt. Wenn sie zurückkommt. Hast du gar nicht geschlafen? Ich war stundenlang mit dem Taxi unterwegs. Mir nichts. Keine Spur von Lisa. Nicht schwarz sehen, hallo. Wir finden sie. Ich habe gestern Abend noch mal überlegt, wo sie noch sein könnte. Jugendherbergen, Cafés, die sie kennt. Ja, und in der Pension von No Limits haben wir auch noch nicht gefragt. Das hätte Gregor Mann mir erzählt. Er hat vorhin angerufen, weil er ein paar Tage frei haben will. Was suchst du? Fotos von Lisa, die Polizei will welche. Soll ich aufs Revier fahren? Nee, nicht nötig, das mache ich schon. Komm, machen wir uns auf die Suche. Ich fahre dich am Büro vorbei. Nein, ich nehme mir den morgen frei. Ich denke, Graf Lahnstein wird dafür Verständnis haben. Das ist gut. Susanne, wir melden uns dann sofort, wenn wir irgendwas hören. Ja, danke. Entschuldige bitte. Von Lahnstein? Guten Morgen, Graf Lahnstein. Elisabeth Brandner hier. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mich heute Morgen dringend brauchen. Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass Sie verschlafen haben. Nein, Lisa ist immer noch nicht zurück. Wir machen uns wirklich große Sorgen und wir wollen Sie suchen. Ja, tun Sie das natürlich. Und nehmen Sie sich bitte so viel Zeit, wie Sie brauchen, Frau Brandner. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, bitte lassen Sie es mich wissen. Danke. Ich melde mich, sobald es etwas Neues gibt. Dankeschön. Was ist los? Schlechte Nachrichten? Allerdings. Lisa? Ja. Guten Tag, Gatting, Kriminalpolizei Düsseldorf. Frau Brandner? Susanne Brandner? Ja, haben Sie Lisa gefunden? Wir haben tatsächlich ein Mädchen gefunden, auf das die Beschreibung Ihrer Tochter passt. Wo ist sie? Warum haben Sie sie nicht mitgebracht? Leider ist die gefundene Person nicht mehr am Leben. Ich muss Sie bitten, mich zur Identifizierung in die Gerichtsmedizin zu begleiten.